Die schlechte Nachricht in diesem Fall vorweg: Ein Virus hat sich an der Säbener Straße eingeschlichen, mit Auswirkungen auf das Bundesligaspiel morgen gegen Ingolstadt. Gleich 3 wichtige Spieler fallen definitiv aus. Wir hatten 3 Spieler krank: Lahm, Alaba, Thomas Müller. Sie haben Magengrippe. Magen-Darm, ja. Magen-Darm. Sie können morgen nicht spielen. Gute Nachrichten gibt es aber auch vom Bayern-Trainingsgelände. Mit Arjen Robben und Jerome Boateng kehren 2 Leistungsträger der Mannschaft gegen Ingolstadt zumindest in den Kader zurück. Ein anderer wird sogar von Beginn an spielen. Kingsley ist bereits zu spielen. Er trainiert gut diese Woche. Morgen beginnt das Spiel. Boateng und Robben haben sehr gut diese Woche trainieren. Und morgen sie sind beide auf der Bank. Zum Wiesenauftakt sind die Bayern im Heimspiel gegen Ingolstadt auch ohne Lahm, Müller und Alaba sicher die Favoriten. Aber die Schanzer mit nur einem Punkt aus ihren bisherigen 2 Spielen auf dem Konto haben nichts zu verlieren und fühlen sich anscheinend gar nicht mal so unwohl in der Außenseiterrolle. Wir sind uns bewusst, dass wir einen Sahnetag brauchen und dass wir einen schlechten Tag von Bayern brauchen, um wirklich was mitzunehmen. Aber es gibt immer wieder solche Tage. Und wenn ich mich an meine Kölner Vergangenheit erinnere, ich glaube, die sieht ein bisschen deutlich besser aus. Da war mal ein Sieg in der Allianz Arena und auch mal ein Punkt in der Allianz Arena. Und da wollen wir wieder anknüpfen. Fachsimpeln auf Italienisch war gestern an der Säbener Straße angesagt. Trainerlegende Giovanni Trapattoni im Austausch mit Carlo Ancelotti und Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge. Am Abend dann stellte Trapp in der Erlebniswelt des FC Bayern sein neues Buch Giovanni Trapattoni, ich habe noch nicht fertig, vor. Englische Woche auch für die Bayern-Amateure. Heute bereits um 19 Uhr trifft die Mannschaft von Heiko Vogel im Stadion an der Grünwalder Straße auf den FC Memmingen. 4 Tage später, am Dienstag, kommt es ebenfalls im Grünwalder und ebenfalls um 19 Uhr zum Spitzenspiel der Regionalliga Bayern gegen Tabellenführer Spielvereinigung Unterhaching. Wie vor jedem Bundesliga-Heimspiel gibt es auch morgen ab 15 Uhr die FC Bayern Matchday-Show. Gastgeber Nikolai Kube erwartet dann unter anderem Reha-Trainer Thomas Wilhelmi im Studio in der Allianz Arena. Ein weiteres Schmankerl dürfte eine Elfmeter-Challenge mit Franck Ribéry, Douglas Costa und Tom Starke werden. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Das war falsch. Er hat darüber gezeigt. Ah, er muss sagen. Ja, genau. Also, genau. Mit, Er zeigt dir. Ich habe gesagt, ich war hier für mich. Nee. Also nochmal. Once again. Aber war gut, oder? War keine Chance.